Hallo meine Freunde zu einem neuen Video. Heute geht es um Sonnenblumenöl. Nicht direkt um Sonnenblumenöl, aber ich umschreibe das ganze Thema ein bisschen. Aber Sonnenblumenöl ist der existierende Faktor, der uns in unserem Leben sehr krass behindert, weil wir ihn so im Übermaß benutzen. Als erstes, was ist denn daran so schlimm, dass wir Sonnenblumenöl benutzen? Ich meine, wir benutzen das ja schon immer und wir, ja, uns geht's doch ganz gut. Wenn wir was kochen, wenn wir was Schönes, was Leckeres essen, geht's uns doch gut. Ist verständlich. Aber die langfristigen Folgen, die daraus resultieren, dass wir Omega-6-haltige Produkte im Übermaß konsumieren, ist eine fatale. Denn warum überhaupt? Ich meine, ist doch lecker. So, lösen wir mal ein bisschen auf. Die Sache ist, im Sonnenblumenöl sind Transfettsäuren. Jetzt guckt ihr mich so an, was für Transfettsäuren. Hinten steht doch gar nichts drauf. Hä? Lügt doch nicht. Ne? Aber die Sache ist, die ungesättigten Fettsäuren im Sonnenblumenöl, die werden erhitzt und dadurch entstehen Transfettsäuren. Das bedeutet, erst im Kochprozess wird das Sonnenblumenöl ungesund und verwandelt sich in eine tickende Zeitbombe langfristig gesehen für euer, eigentlich man kann sagen, gesamtes Leben. Denn die Krankheiten, die daraus resultieren, werde ich jetzt eben mal kurz nennen und kurz erklären, wie das Ganze beeinflusst wird. So, was euer Leben damit zu tun hat. Ich meine, so eine Sonnenblumenöl, was hat mein Leben damit zu tun? Okay, fangen wir an. Als erstes hätten wir die Depressionen, die heutzutage so stark in den Vordergrund gerückt sind. Und Demenz und Alzheimer, Depression, das sind einfach gefühlt, die lösen ja schon fast die Herzkrankheiten ab. Man sagt ja, die Nummer 1 Krankheit sind Herzkrankheiten, aber ich denke, in der Zukunft wird sich das Ganze ändern. Da wird Demenz, Alzheimer an Platz einstellen und nicht mehr Herzkrankheiten. Denn langfristig gesehen wird nicht nur, werden nicht nur Depressionen gefördert, sondern unser Gedächtnis wird so verlangsamt. Man merkt es ja heutzutage schon, dass Kinder, für die das Ganze nochmal, ich würde mal sagen, intensiver ist in den jungen Jahren, und die ganzen Flut an Giftstoffen, an Müll, sag ich mal jetzt einfach, ne, damit fertig zu werden. Ich hatte auch schon Kinder gesehen, die dann sehr, sehr langsam denken, was keine Beleidigung ist, sondern es ist ein Ist-Zustand, der nicht normal ist, der dein Potenzial, dein Leben komplett einschränkt. Wenn wir jetzt aus dem System heraus betrachten, Hauptschule, Realschule, Gymnasium bedeutet, jemand isst Chips. Also ich übertreibe das Ganze ein bisschen. Jemand isst Chips und macht einen guten Hauptabschluss. Jemand isst keine Chips, macht, also fängt Abitur an, macht sein Abitur, geht studieren und so weiter. Das war jetzt ein übertriebenes Beispiel, ich weiß. Aber so im Vergleich. Denn die Kinder, die ich gesehen habe, die sehr viel Junkfood essen, die sehr viel gekochtes, frittiertes mit diesem Sonnenblumenöl und so weiter essen, die denken langsamer. Und die ganzen Studien und Beweise verlinke ich euch natürlich gerne unter dem Video. Ich saug mir nichts aus den Fingern. Ich berichte nur, das ist auch, was ich sage, auch nur meine Meinung. Ich kommentiere halt die eine oder andere Studie, was ich gelesen habe. Natürlich animiere ich niemanden zu mitmachen, aber ist halt ein bisschen komisch, was abgeht und was hier überall auf dem Teller liegt, sag ich mal, was auf einmal normal ist, womit wir einfach aufgewachsen sind und was wir nie hinterfragt haben. Ich meine, die Eltern essen es, die Oma isst es, der Opa isst es, deine Freunde essen es. Ist doch ganz normal, macht doch jeder, oder nicht? Und die Sache ist, als nächstes, es verstopft die Arterien, also die Blutgefäße, die werden verstopft durch die Transfette. Und langfristig kommen auch dadurch Herzkrankheiten, ob wir wollen oder nicht. So, und die nächste Sache ist, was können wir einnehmen, was können wir benutzen und was sollten wir weglassen? Und einfach weniger benutzen oder am besten weglassen. Denn Omega-3 und Omega-6 und Omega-9, über Omega-9 werde ich jetzt im Moment nicht sprechen, aber ich gehe jetzt gerade mehr auf Omega-3 und 6 ein. Was bedeutet das? Bei Omega-3, fangen wir mit Omega-6 an. Omega-6 ist das, was wir die ganze Zeit konsumieren. Ich erkläre euch jetzt die Omega-6-haltigen Sachen, die wir eigentlich am meisten oder viel davon essen. Und das sind zum Beispiel Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam, Pekannüsse, Hanfsamen. Und wir konsumieren ja viele Öle. Nicht nur einfach beim Essen kochen, sondern auch, also die ganzen Veganer, die essen ja Nahrungsergänzungsmittel. Also nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern Ersatzprodukte für Fleisch oder Milch oder Käse und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dort ist ja sehr viel Rapsöl enthalten. Und Rapsöl hat ja auch Omega-6. Und dazu gehört auch noch halt Sonnenblumenöl, was ich schon genannt habe. Sojaöl, Maiskernöl, Traubenkernöl, Distelöl. Das Ganze, was wir halt ganz normal konsumieren halt immer. Und natürlich auch
Schweine, Rinderschmalz, Gänseschmalz, das enthält alles Omega-6. Und natürlich vergessen wir auch das Fleisch nicht. Also jedes Fleisch eigentlich, Hackfleisch, Geflügelfleisch, Schwein und so weiter und so fort. Und das Verhältnis heutzutage ist explodiert. Normalerweise war das Verhältnis damals von Omega-6 zu Omega-3 sollte eigentlich nicht höher sein als 3:1. Und heutzutage ist das schon so krass, dass wir halt nicht mehr im zweistelligen Bereich sind, sondern manche sind sogar im dreistelligen Bereich. Bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel jetzt das Sonnenblumenöl ansehen, worüber ich die ganze Zeit rede, das ist die Katastrophe überhaupt, Sonnenblumenöl. Das geht echt nicht mehr klar. Das Verhältnis bei Sonnenblumenöl ist, sage und schreibe, 120 Omega-6 zu 1 zu Omega-3. Das ist eine enorme Sache. Also deswegen, wir müssen den Omega-3-Spiegel optimieren, die Ernährung optimieren auf mehr Omega-3. Und jetzt möchten wir nicht nur dieses Omega-3 eliminieren, ich meine das Omega-6 eliminieren bzw. beschränken, um mehr Omega-3 aufnehmen zu können, sondern auch gleichzeitig machen wir diese Gefahr der Transfette weg. Das sind einfach 2 Fliegen mit einer Klatsche. Nennt man ja so, sagt man das so. Ne? Und wie stellen wir das an? Wir gehen jetzt erstmal zum Omega-6. Beziehungsweise wir klären jetzt erstmal, wie wir das Sonnenblumenöl, die ganzen minderwertigen bzw. unpassenden Öle rausnehmen und damit etwas zaubern können. Auch genau weiterhin kochen, backen, alles kein Problem. Können wir weitermachen. Easy, easy. Ich nehme euch gar nichts weg. Meine Freunde. Genießt das Leben, macht das Beste, was eurem Herzen gut tut. So, 3 Sachen, die ich einfach mal nennen möchte, sind zum Beispiel Kokosöl. Aber bitte nicht das raffinierte, sondern das unraffinierte, native, normale Kokosöl. Dann G, ist noch recht unbekannt. Und das Schmalz, was man halt kennt. Und ich sage Schmalz erstmal so, was Omega-6 macht, weil Omega-6 und Omega-3 sind sehr, sehr wichtig. Sind beide sehr, sehr wichtig, ja. Omega-6 ist gefäßverengend. Das heißt, es fördert auch Entzündungen und verstärkt die Blutgerinnung. Ist halt alles eine Aufgabe, die halt das hat. Ne? Und die Omega-3-Fettsäuren, die machen dann das Gegenteil. Die Gefäßerweiterung, die Entzündungshemmung und die Senkung der Blutgerinnung. Was bedeutet das? So, bei der Gefäßveränderung hat das Einfluss auf den Blutdruck. Das heißt, der Blutdruck kann sich besser anpassen, wird je nach Lage angepasst und man hat weniger Probleme mit solchen Sachen. Ich werde euch, wie gesagt, die ganzen Seiten und so weiter, Studien dazu verlinken. Nicht vergessen. Was die Entzündungsförderung und Hemmung darstellt, ist halt das Wechselspiel bei der Reaktion des Körpers, bei der Entzündung. Weil Entzündungen sind eigentlich immer still. Ihr habt auch im Moment wahrscheinlich Entzündungen, also ich wahrscheinlich auch, weil man merkt nicht, dass man Entzündungen hat. Das ist die Sache. Man merkt es einfach nicht. So, manchmal schon, weil da muss man zum Arzt und etwas muss da passieren, rausgeschnitten werden, repariert werden. Ja, ist halt normal. Und bei der nächsten Sache ist, die Sache ist halt, wie ich schon gesagt habe, wie Herzkrankheiten, die sind ja Platz 1. Und was bedeutet das? Wenn wir zu viel Omega-6-Fettsäuren in uns haben, ist eine Verstärkung der Blutgerinnung das Übermaß. Also zu viel Omega-6 bedeutet im Umkehrschluss mehr Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Zumindest das Risiko dafür ist erhöht. Denn das Omega-3 senkt ja die Blutgerinnung, was natürlich die Gefahr senkt. Also wenn die ganze Zeit so eine Balance ist, dann ist das ja optimal. Dann passt das. Meiner Meinung nach. Und wenn man sich die Studien anguckt und die Seiten liest, die ich verlinkt habe, dann ist das kein Problem. Zum Dünsten oder Anbraten könnt ihr auch gerne Olivenöl, Avocadoöl, Mandelöl, Rapsöl oder Erdnussöl benutzen. Aber jetzt nicht zum Braten oder Frittieren. Und die Sachen, die ihr gar nicht erhitzen dürft in der kalten Küche, sind Leinöl, Distelöl, Hanföl, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Kürbiskern, Sesam, Weizenkram. Wie kann ich denn jetzt mehr Omega-3 optimieren? Beziehungsweise in meine Ernährung einpflegen. So, da haben wir die optimalen Sachen. Das sind zum Beispiel Leinöl, Leinsamen und Walnüsse sind auch noch zu einem guten Teil mit Omega-3 Fettsäuren versorgt. Ihr könnt euch natürlich auch, je nachdem, mit Fisch versorgen mit Omega-3. Braten, ja, müsst ihr die natürlich dann auch. Könnt ihr natürlich mit schönem Kokosöl braten, weil zum Beispiel Kokosöl verbessert die Aufnahme des Omega-3s in die Zellen. Bedeutet, ihr eliminiert Transfettsäuren, ihr eliminiert das übermäßige Omega-6
und verbessert durch das Kokosöl dann noch die Aufnahme von Omega-3. Was ist das denn für ein Gamechanger? Damit ändert ihr das ganze Spiel mit 2, 3, 1, 2 Sachen, die ihr kurz ändert. Je nachdem, bei dem einen oder anderen wird es natürlich schwieriger sein, wie er natürlich eingestellt ist, wie du natürlich eingestellt bist. Und die nächste Sache ist dann, das Ganze umzusetzen und die positiven Sachen mitzunehmen für die Zukunft. Für das, für die Zukunft, die du da mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Mitmenschen verbringen wirst. So, die Momente, die man mit denen noch teilen kann, weil man etwas geändert hat, sind um ein Vielfaches wichtiger, beziehungsweise wertvoller, als sich die ganze Zeit vollzustopfen mit Junkfood und so die Zukunft, die man hätte noch mit jemandem verbringen können, wegzuschmeißen, weil man dann früher verstirbt, weil du tust ja auch den anderen was Gutes, wenn du dich selbst pflegst. Wenn jeder sich mehr pflegt, haben wir alle mehr Zeit miteinander, alle haben mehr schöne Momente und wertvoller, also desto wertvoller auch das Leben am Ende des Tages. So, ich möchte jetzt hier erstmal abschließen, denn das war es erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt easy zeigen, warum Omega 3 und 6 wichtig sind, warum dein Sonnenblumenöl verschwinden muss. Dein Sonnenblumenöl muss verschwinden. Ja, meine Aussprache war heute nicht die beste, ich weiß. Aber ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ich hoffe, du hast was gelernt, weil das ist meine Aufgabe. Ich finde, wenn du was gelernt hast, dann bin ich glücklich. Ich bin nicht dein Lehrer, aber ich will, dass jeder Mensch sich weiterentwickelt und einfach sich verbessert. Ich lieb's einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und